Einen schönen guten Morgen. Als profunden Kennern der Systemtheorie werden Ihnen sicherlich einmal Formulierungen von Luhmann aufgefallen sein, die eigentlich inkompatibel zu basalen Theoremen der Systemtheorie sind. Man stößt auf solche Anomalien vor allem dort, wo Luhmann über die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien von Kunst, Liebe und Religion spricht. So schreibt Luhmann, es ist auch kein Zufall, dass in diesen beiden Fällen, der Liebe und der Kunst, das Allgemeine im Besonderen betont wird, in der Liebe im besonderen Subjekt, in der Kunst im besonderen Objekt. Historisch gesehen verstärkt sich seit dem 18. Jahrhundert dieser Kontrast als Reaktion auf die Entwicklung von technisierten Medien. Und eine Folge ist, dass die gegenstrukturell gebildeten Medien, Liebe und Kunst, auf einige Merkmale der anderen Medien verzichten müssen, vor allem auf gesicherte Systembildungsfähigkeit. Aber wie soll man das verstehen, dass eine Kunstsoziologie einerseits die Kunst als ein Teilsystem der Gesellschaft behandelt und andererseits an ihrer gesicherten Systembildungsfähigkeit zweifelt? Und was hat es mit diesem ad hoc eingeführten Begriff, der sonst nie im Werk weiter vorkommt, der gegenstrukturell gebildeten Medien auf sich? Eigentlich sind Funktionssysteme strukturdeterminierte Systeme. An einer anderen Stelle bemerkt Luhmann, bei den Kommunikationsmedien Kunst und Liebe beruht die Weltrelevanz der Orientierung also nicht auf bestimmten Aspekten, wann immer sie vorkommen, sondern auf besonderen Subjekten oder Objekten und dann auf allen Merkmalen dieser bevorzugten Gegenstände. Aber das widerspricht der in anderen Bereichen üblichen universalistischen und spezifischen Orientierung. Kunstwerke sind Formenkombinationen, die sich selbst programmieren. Luhmann kommt entsprechend zu dem systemtheoretisch bedenklichen Schluss, dass das Kunstsystem kein stark programmiertes Funktionssystem ist, obwohl die Trennung von Kodierung und Programmierung ein zentrales Strukturmerkmal sozialer Systeme ist. In diesem Sinne fragt sich Luhmann, aber ist denn Selbstprogrammierung überhaupt noch Programmierung, wenn dieser Begriff doch normalerweise das Konditionieren von etwas anderem meint? Die Systemtheorie geht davon aus, dass Bewusstseinsprozesse und Kommunikationsprozesse getrennte Sinnoperationen sind, die in Funktionssystemen geräuschlos aneinander gekoppelt sind. Die Subjekte stören mit ihren eigenen Gefühlen, Gedanken und Wahrnehmungen nicht die systemspezifischen Kommunikationen, sie machen keine Geräusche. Auch hier sieht sich Luhmann genötigt, in Bezug auf Liebe und Kunst einen Widerspruch zur regulären Systemtheorie zu konstatieren. Über Anteilnahme an Bewusstsein, über geräuschvolle strukturelle Kopplung steht das System der Familie mithin unter Dauerirritation, die sowohl interne als auch externe Quellen hat. Eben solche geräuschvollen strukturellen Kopplungen gibt es auch bei der Kunstkommunikation. Offenbar sucht die Kunst, so Luhmann, ein anderes, nicht normales, irritierendes Verhältnis von Wahrnehmung und Kommunikation. Und allein das wird kommuniziert. Ein weiterer Begriff, mit dem die Systemtheorie Funktionssysteme charakterisiert, ist der Begriff der Technisierung. Technisierung soll in diesem Zusammenhang heißen, dass der Vollzug ohne allzu viel Reflexion, vor allem aber ohne Rückfragen beim Subjekt und beim Beobachter möglich ist. Doch in Bezug auf Liebe und Kunst muss Luhmann einräumen, dass diese Medien ihren Ehrgeiz darein setzen, nicht technisierbar zu sein, und sie verstehen das nicht als ein Defizit, sondern als ihre besondere Eigenart. Gravierende Abweichungen von Luhmanns Theoriearchitektur finden sich auch in seinen Untersuchungen zur Religion. Jetzt betrifft die Anomalie sogar die Kodierung. Während alle anderen Codes das Festhalten des einen Wertes mit dem Ausschluss des anderen verbinden, Recht darf nicht Unrecht, Wahrheit nicht Unwahrheit sein, amüsiert sich die Religion gerade über solche Rechthaberei und Wahrheitshaberei, denn im Code der Religion ist es umgekehrt, der eine Wert ist an die Präsenz des anderen gebunden. Für den Code der Religion gilt, dass es möglich ist, allem, was man erlebt, einen zweiten, einen emphatisch positiven Sinn abzugewinnen. Was aber soll das für ein Code sein, der nicht einen Positivwert
von einem Negativwert unterscheidet. Ich möchte Sie hier gern davon überzeugen, dass diese weit verstreuten Anomalien im Œuvre von Luhmann keine Marginalien, sondern Strukturmerkmale eines anderen Typus von symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien sind. Die Medien Kunst, Liebe und Glaube schließen nicht, wie die Medien der Wahrheit, des Geldes und der Macht, die Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen der Menschen aus den Kommunikationsprozessen aus, sondern schließen sie vielmehr gezielt und medienspezifisch in sie wieder ein. Aufgrund dieses dezidierten Zugriffs auf das Bewusstsein der Menschen möchte ich diesen besonderen Typus von Erfolgsmedien Humanmedien nennen. Zudem bilden sich auf der Basis solcher Humanmedien auch ein besonderer Typus von Funktionssystemen aus. Und weil diese Funktionssysteme die Reflexion, sprich die permanenten Rückfragen bei den Subjekten, weil diese Reflexion konstitutiv für diese Systeme ist, werde ich diese Art von Funktionssystemen Reflexionssysteme nennen. Ich habe die entsprechende Theorie der Humanmedien in diesem Buch Kunst, Liebe, Religion, Theorie der Humanmedien ausgearbeitet, das im letzten Jahr im Karl-Auer-Verlag erschienen ist. Sie sehen am Inhaltsverzeichnis, dass ich die historische Ausdifferenzierung der Humanmedien jeweils in einem Kapitel über Kunst, Liebe, Religion rekonstruiert habe. Ich selbst bin Philosoph und habe auch noch die Philosophie als ein viertes Humanmedium mit hinzugenommen, über die Luhmann als bekennender Antiphilosoph wenig spricht. Die entscheidende Idee der Theorie der Humanmedien ist, dass Reflexionssysteme anders als Funktionssysteme kodiert sind. Auch Reflexionssysteme verfügen über einen binären Code, aber sie lösen ihr Abschlussproblem, ob der Code sich selbst annehmen oder ablehnen soll, nicht mit einem Re-Entry, sondern, wie ich sagen möchte, mit einem Re-Exit. Die Unterscheidung von Positivwert und Negativwert wird nicht affirmiert. Sie vollzieht kein Re-Entry auf ihrer Positivseite, sondern sie markiert sich mit ihrem Negativwert und vollzieht in diesem Sinne ein Re-Exit. Die Unterscheidung tritt auf ihrer Negativseite wieder aus. Das heißt, dass in den binären Codes von Reflexionssystemen die Weisung eingebaut ist, sich selbst zu negieren. Die Humanmedien Kunst, Liebe, Religion und Philosophie enthalten mit anderen Worten die Vorschrift, ihren Code als Nichtunterscheidung zu handhaben und punktuell außer Kraft zu setzen. In erster Näherung kann man das Re-Exit als eine Dekonstruktionsvorschrift auffassen, die nicht nur in Texten, sondern eben auch in sozialen Systemen ihre Anwendung findet. Das Re-Entry in Funktionssystemen garantiert, dass die beiden Codewerte als Unterscheidung benutzt werden, sodass infolgedessen in solchen Kommunikationssphären auch ein systemspezifischer Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt. Das Re-Exit hingegen lässt sich als eine Aufforderung an den Beobachter verstehen, ein solches ausgeschlossenes Drittes zu suchen, zu finden und selbst zu kreieren. Für das Kunstsystem lautet die Kommunikationsvorschrift des Re-Exit, wann immer man die Unterscheidung von Kunst und Nichtkunst klar treffen kann, wenn also Programme im Kunstsystem zirkulieren, anhand von denen sich ein Kunstwerk eindeutig als Kunst identifizieren lässt, dann handelt es sich im emphatischen Sinn um keine Kunst. Solche abrufbaren Programme können Stile, Ismen, Kunststrategien, kanonisierte Werke oder etablierte Kunstkonzepte sein. Im Re-Exit des Kunstsystems manifestieren sich mithin die Errungenschaften der Avantgarde, radikal modern zu sein und den eigenen Kunstbegriff negieren, überbieten und entgrenzen zu können. Das Re-Exit vermag also jenen spektakulären Vorgang zu beschreiben, wo Künstler im Kunstsystem gegen das Kunstsystem agieren und Werke hervorbringen, die im Selbstverständnis und in der Selbstbeschreibung des Kunstsystems keine Kunst sind. Die Erfindung des Kubismus, die Ausstellung eines Readymates durch Duchamp oder John Cages 433 wären exemplarische Beispiele für so ein Re-Exit
im Kunstsystem. Die Theorie der Humanmedien lässt sich nicht als Flug über die Wolken entwickeln, wie Luhmann seine Systemtheorie einmal so schön bezeichnet hat, sondern sie muss, gerade weil sie die Bedeutung des individuellen Bewusstseins für die soziale Kommunikation betont, den Lesern auch eine Chance bieten, solche Re-Exit-Erfahrungen imaginär nachzuvollziehen. Ich habe deshalb in jedes Kapitel des Buches eine Filminterpretation eingebaut, an der anschaulich werden soll, wie Menschen heute die Mediencodes von Kunst, Liebe und Religion gezielt kollabieren lassen. Für die Kunst ist mein Beispiel Ruben Östlunds Film The Square, wo die Grenzüberschreitung zwischen Kunst und Nichtkunst in allen nur denkbaren Facetten durchgespielt wird. Bei einer Performance zum Beispiel, hier oben das dritte Bild, lässt sich nicht mehr unterscheiden, ob eine Vergewaltigung gespielt ist oder echt ist. Für das Medium Liebe gilt seit der Moderne ebenfalls ein Re-Exit, das heißt, das programmkonforme Unterscheiden von Liebe und Nichtliebe wird in den Momenten, wo eine Liebesbeziehung in Gefahr gerät, als ein Indiz für Nichtliebe gelesen. In Ruben Östlunds Film Höhere Gewalt täuscht die Frau, im zweiten Bild oben, einen Skiunfall vor, um sich von ihrem Mann vor den Augen ihrer Kinder retten zu lassen. Nach ihrem eigenen Programm von Liebe konnte sie ihren Ehemann nicht mehr lieben, als dieser bei einem kontrollierten Lawinenabgang in den Alpen eine Panikattacke bekam und die Familie im Stich ließ. Mit diesem inszenierten Re-Exit in der Liebeskommunikation hat diese Frau zumindest versucht, ihre Familie zu retten. Wenn der Glaube in einer funktional differenzierten Gesellschaft zur Privatsache wird, genügt es auch nicht mehr, sich an die religiösen Programme zu halten, also sonntags in die Kirche zu gehen und den Worten des Pfarrers zu glauben. Die Religion singularisiert sich, sodass auch der Code von Glaube und Unglaube in existenziellen Krisen als Nichtunterscheidung gehandhabt werden muss. In Ursula Antoniaks Film Nothing Personal begibt sich zum Beispiel eine junge Frau nach dem Verlust ihres Mannes auf eine einsame Tramtour durch Irland, wo sie bei einem alten Mann in dessen Haus an der Küste strandet. Obwohl es in dem ganzen Film nie explizit um Religion geht, obwohl davon nie die Rede ist, hat sich diese Frau auf eine Art Pilgerreise mit Klosteraufenthalt, Exerzitien und Gebeten begeben, um sich so im Medium eines singularisierten religiösen Glaubens aus ihrer tiefen Lebenskrise herauszukommunizieren. Und schließlich arbeitet das Re-Exit in der Philosophie als ein Erlaubnisgeber, auf jede Art von nicht-philosophischer Kommunikation zugreifen zu können, seien es soziologische Theorien wie die Systemtheorie, seien es Kunstwerke, seien es politische Ereignisse oder auch eigene Lebenserfahrungen, wenn es denn der Entfaltung eines konzisen philosophischen Argumentationszusammenhanges dient. Das Verstehen in Humanmedien lässt sich zudem auch von den Verstehensprozessen in regulären Kommunikationsmedien unterscheiden. In Funktionssystemen sind die Verstehensprozesse funktional organisiert. Das heißt, sie sind auf die Möglichkeiten beschränkt, die ein Funktionssystem systemimmanent kreiert und bereithält. In der Kunst hingegen entstehen vollkommen rätselhafte Werke, die überhaupt keinen Sinn machen und gerade deshalb eine Interpretation, das heißt, ein emphatisches Verstehen herausfordern. Auch in Liebesbeziehungen geht es letztendlich darum, das unverständliche Denken und Fühlen und Verhalten des Partners in einem emphatischen Akt dennoch zu verstehen. Ansonsten würde man aus dem Spiel der Liebe herausfallen. Und Søren Kierkegaard wiederum hatte das moderne Konzept von Religion entwickelt, indem er sagte, alles ist möglich bei Gott. Wenn Menschen in fatalen Lebenssituationen geraten und verzweifeln, dann benötigen sie Möglichkeitssinn. Ein wichtiger Unterschied zwischen Reflexions- und Funktionssystem besteht darin, dass es in Reflexionssystemen nicht nur eine Programmierung der Kommunikation gibt, sondern dass diese Systemprogramme im Widerstreit zu einer Selbstprogrammierung stehen. In der Kunst erfolgt die Selbstprogrammierung über Kunstwerke, in Liebesbeziehungen durchlaufen Paare
eine Selbstprogrammierung, vor allen Dingen durch ihre eigene Geschichte. Im Religionssystem kommt es in modernen Gesellschaften zu einer Selbstprogrammierung der Gläubigen in ihrem Verhältnis zu Gott. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien schränken die kommunikativen Anschlussmöglichkeiten radikal ein und ermöglichen gerade dadurch extrem unwahrscheinliche Spezialkommunikationen. Diese Einschränkungen erfolgen in Funktionssystemen über spezifische Aspekte wie Wahrheit, Recht, Macht und Geld. Alles, was diese Aspekte betrifft, ist für das entsprechende Funktionssystem relevant. Alles andere aber nicht. In Humanmedien erfolgen die Einschränkungen jedoch über partikulare Aspekte wie Kunstwerke, geliebte Menschen, Gott oder eine philosophische Theorie. Hier wird alles, was das Kunstwerk, die Geliebte, Gott oder eine Philosophie betrifft, durch die entsprechenden Symbole dieser symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien mit Relevanz ausgestattet. Weiterhin unterscheiden sich Humanmedien von regulären Kommunikationsmedien über den Aspekt der strukturellen Kopplung. In Funktionssystemen etabliert sich eine geräuschlose strukturelle Kopplung. In Reflexionssystemen hat man es hingegen immer mit einer geräuschvollen strukturellen Kopplung zwischen Bewusstsein und Kommunikation zu tun. Die Denkfigur des Re-Exit erklärt auch, warum Humanmedien gegenstrukturell gebildete Medien sind. Die Humanmedien folgen der Vorschrift, dass ihre selbstprogrammierten Kunstwerke, Liebesbeziehungen, Gottesbezüge oder Philosophien sich notwendigerweise gegen die Strukturen jener sozialen Systeme richten, die sie erst ermöglichen. Am Webstuhl der Humanmedien sitzt Penelope und webt an ihrem Stoff, um ihn später wieder aufdröseln zu können. Funktionssysteme, die im Re-Entry-Modus operieren, entwickeln automatisch eine starke Fähigkeit zur Systembildung. In den Humanmedien ist starke Systembildung hingegen eher ein Zeichen für eine Medienabnutzung. Die Kunst wird kommerziell oder politisiert sich, die Liebe erkaltet, der Glaube wird zur Formsache und die Philosophie leidet an zu viel Akademisierung. Schließlich sind Humanmedien auch nicht technisierbar, sprich sie lassen sich nicht ohne Reflexion auf diejenigen benutzen, die kommunizieren. Ich habe am Ende des Buches die Strukturmerkmale der Humanmedien in dieser Tabelle hier zusammengestellt und auch gegenübergestellt. Die meisten Strukturmerkmale der Humanmedien finden sich als Ad-hoc-Formulierungen von Luhmann in dessen Textkorpus wieder. Und zwar meistens nur in Bezug auf ein oder zwei dieser Humanmedien, nicht auf alle. Ich generalisiere das dann. Das betrifft die geräuschvolle strukturelle Kopplung, den enthemmten Kommunikationsstil, die schwache Systembildungsfähigkeit, die schwache Programmierbarkeit, die schwache Technisierung oder die Nicht-Technisierbarkeit und die gegenstrukturelle Medienbildung. Man kann all diese systemtheoretischen Anomalien in einen kohärenten Erklärungszusammenhang bringen, also eine Theorieform geben, wenn man davon ausgeht, dass es Humanmedien gibt, die aber über ein Re-Exit kodiert sind. In der letzten Tabellenzeile sehen Sie, dass auch die Sinnverarbeitung, dass sich auch in Bezug auf die Sinnverarbeitung zwei Modi unterscheiden lassen oder zwei Medientypen unterscheiden lassen. In Funktionssystemen wird Wirklichkeitssinn und in Reflexionssystemen Möglichkeitssinn prozessiert. Wie Sie alle wissen, begreift Luhmann Sinn als Anschlussfähigkeit und dementsprechend auch als eine differenzlose, nicht negierbare Kategorie. Es gibt also keine Sinnlosigkeit im Weltbild der Systemtheorie. Soweit es um Funktionssysteme wie das Wirtschafts-, das Wissenschafts- und das Rechtssystem geht, handelt es sich hier um eine fundamentale Einsicht der Systemtheorie, an der es meiner Meinung nach auch nichts zu kritisieren gibt. Funktionssysteme prozessieren funktionalen Sinn, der sich als ein Aktualisieren von systemimmanenten Möglichkeiten beschreiben und darstellen lässt. Das heißt, die Unterscheidung von Aktualität und Möglichkeit kann in Funktionssystemen ständig aktualisiert werden, was sich wiederum über ein Re-Entry der Unterscheidung
von Aktualität und Möglichkeit darstellen lässt. Wir hatten gesehen, dass Luhmann in Bezug auf die religiöse Kommunikation explizit von emphatischen Sinn spricht. Letztendlich kommt es aber in allen Humanmedien zu einer emphatischen Sinnproduktion. Die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien der Macht, des Geldes, des Rechts, der Wissenschaft erzeugen die harte Wirklichkeiten funktionaler Kommunikation. Die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien von Kunst, Liebe, Glaube und Philosophie machen hingegen ein emphatisches Sinnversprechen und können für die Menschen und für die Gesellschaft Möglichkeitssinn generieren. Die Unterscheidung von Aktualität und Möglichkeit wird jetzt als eine ständig mitlaufende Möglichkeit kommuniziert, und zwar insbesondere auch dann, wenn psychische Systeme und soziale Systeme, wenn in diesen Systemen alle Anschlussoperationen blockiert sind. Solche Sinnlosigkeitserfahrungen macht man vor rätselhaften Kunstwerken, in zerstrittenen Liebesbeziehungen oder in existenziellen Lebenskrisen. Im Prinzip hat Luhmann bis in die systemtheoretischen Grundbegriffe hinein, also bis in die Begriffe von Sinn, Negation, Beobachtung, Einheit, Unterscheidung, die Systemtheorie in Bezug auf diese Funktionssysteme der Wirtschaft, des Rechts, der Politik und der Wissenschaft entworfen. Und dann dieses Begriffsinstrumentarium für seine Untersuchungen von Kunst, Liebe und Religion benutzt. Hieraus erklärt sich auch, warum er bei seinen soziologischen Untersuchungen zu den Humanmedien immer wieder auf Anomalien stoßen musste. Es sind einfach die Sollbruchstellen der regulären Systemtheorie. Ich verstehe die Theorie der Humanmedien als eine Erweiterung und Ergänzung der Systemtheorie, welche ihre basalen Theoreme und vor allen Dingen ihre Gesellschaftstheorie intakt lässt. Wenn man diese Theorie in die Systemtheorie integriert, ergibt sich jedoch ein etwas anderes Bild der modernen Gesellschaft, als es Luhmann zeichnet. Moderne Gesellschaften beruhen auf dem Prinzip der funktionalen Differenzierung und bilden operativ geschlossene Kommunikationssysteme aus. Diese Funktionssysteme zeichnen sich einerseits durch eine extreme Leistungsfähigkeit aus, von denen unser Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere Freiheiten abhängen. Sie sind andererseits aber auch blind dafür, was in ihrer Umwelt passiert. Diese Blindheit der modernen Gesellschaft kann und muss durch Reflexionssysteme kompensiert werden. Generell reagieren Reflexionssysteme auf Sinnprobleme der modernen Gesellschaft, wobei diese Sinnprobleme sowohl das Gesellschaftssystem als Ganzes als auch die Bewusstseinssysteme der Menschen betreffen können, die in solchen modernen Gesellschaften leben. Die Bezugsprobleme der Reflexionssysteme findet man also nicht auf der operativen Ebene, wo es um Versorgungssicherheit und Rechtssicherheit oder sicheres Wissen geht, sondern auf der Selbstbeschreibungsebene von sozialen und von psychischen Systemen. Eine funktionale Differenzierung der Kommunikation bringt eine starke Individualisierung mit sich. Eine Folge davon ist, dass sowohl die psychischen Systeme als auch die Familiensysteme leichtsinnig ihrer Autopoiesis folgen und sich immer und immer wieder in Aporien hinein operieren. Aus der Perspektive ihrer Selbstbeschreibungen kann es dann Menschen sinnlos erscheinen, weiterzuleben oder eine Beziehung weiterzuführen. Für den Einzelnen kann in solchen Sinnaporien immer noch die Religion ein emphatisches Glaubensangebot machen und Familiensysteme lassen sich immer noch durch eine emphatische Liebeskommunikation stabilisieren. Die Bezugsprobleme von Kunst und Philosophie entstehen dort, wo Gesellschaften so stark evolvieren, dass sie ihre vertrauten Selbstbeschreibungen umschreiben müssen. So durchleben und durchleiden liberale Demokratien heute ein großes politisches Realignment, das heißt, dass das politische System sich an einer neuen Konfliktachse ausrichtet und alte Parteien vergehen, neue Parteien entstehen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo unsere überkommene postmoderne Selbstbeschreibung präformiert
und zwar in weiten Teilen der Kultur, der Medien und der Politik, welche Schemata der Wahrnehmung wir benutzen und wie wir welche Begriffe wir gebrauchen. Und die unmittelbare Folge davon ist, dass liberale Demokratien derzeit die Wirklichkeit, so wie sie geworden ist, nicht adäquat beschreiben können. Und zumindest fällt es ihnen sehr schwer. In solchen Orientierungskrisen gewinnen die Kunst und die Philosophie ihre gesellschaftliche Funktion. Die Kunst kann zum Beispiel vermittels einzelner Kunstwerke wahrnehmbar machen, dass und wie die alte Links-Rechts-Unterscheidung durch den neuen Konflikt zwischen einem kosmopolitischen und einem kommunitaristischen Lager ersetzt wird. Das muss man erst einmal wahrnehmbar machen. Da es sich bei dieser politischen Krise aber zugleich um eine Weltanschauungskrise handelt, fällt insbesondere der Philosophie die Aufgabe zu, Vorschläge für eine neue Weltbildgrammatik zu entwickeln. Sowohl die Kunst als auch die Philosophie generieren jenen Möglichkeitssinn, mithilfe von dem eine Gesellschaft überhaupt erst eine neue Selbstbeschreibung in ihren Massenmedien entwickeln und kreieren kann. Moderne, funktional differenzierte Gesellschaften erzeugen also ihre eigenen Sinnkrisen und haben entsprechend auch einen unerschöpflichen Bedarf an Möglichkeitssinn, den sie in ihren hochentwickelten Humanmedien wiederum herstellen können. So viel in Kurzfassung die Theorie der Humanmedien. Ich möchte abschließend noch sehr herzlich mich bei Michael Hutter und bei Fritz Simon bedanken, welche die Theorie der Humanmedien in diesem Buch Die flüchtige Wahrheit der Kunst, Ästhetik nach Luhmann entdeckt haben und infolgedessen diese Theorie jetzt auch als ein einzelnes und eigenständiges Buch veröffentlicht werden konnte. Vielen Dank.